In diesem Video wollen wir einen Margin Monitor erstellen, der alle Werte zur Margin anzeigt. Wir machen das gerade im Strategietester, deswegen wird hier nicht gehandelt, aber auf Ihrem Echtgeldkonto werden Sie alle Informationen über Ihre Margin erfahren. Schauen wir, wie das geht. In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Zunächst starten wir Meta-Editor, indem wir auf das kleine Symbol klicken oder F4 drücken. Innerhalb der OnTick-Funktion holen wir zunächst Kontoinformationen mit der Account-Info-Double-Funktion ab. Wir rufen verschiedene Parameter ab, zum Beispiel Kontomargin, freie Kontomargin, anfängliche Kontomargin, Höhe der Kontomargin, Aufrechterhaltung der Kontomargin, Stop-Out-Call der Kontomargin, endgültiger Stop-Out der Kontomargin und Kontoprofit. Diese Parameter geben Aufschluss über den Margin- und Gewinnstatus des Kontos. Als nächstes verwenden wir die Funktion Account-Info-Integer, um die Informationen zum Margin-Modus zu erhalten. Die Variable Account-Margin-Mode-Variables speichert diese Informationen. Anschließend erstellen wir eine lesbare String-Variable namens Account-Margin-Mode-Readable, um den Margin-Modus verständlich zu machen. Je nach dem Integerwert von Account-Margin-Mode weisen wir ihr einen lesbaren Wert zu. Netting-Mode für 0, Exchange-Mode für 1 und Hedging-Mode für 2. Wir rufen auch die Informationen über den Margin-Stop-Out-Modus mit Hilfe von Account-Info-Integer ab. Die Variable Account-Margin-Stop-Out-Mode speichert diese Informationen. Ähnlich wie beim Margin-Modus erstellen wir eine lesbare String-Variable namens Account-Margin-Stop-Out-Mode-Readable, um den Stop-Out-Modus verständlich zu machen. Je nach dem ganzzahligen Wert von Account-Margin-Stop-Out-Mode weisen wir ihr einen lesbaren Wert zu. Account-Stop-Out-Mode in Prozent für 0, für NUND Account-Stop-Out-Mode in Geld für 1. Zum Schluss verwenden wir die Comment-Function, um alle abgerufenen Informationen auf dem Chart anzuzeigen. Dazu gehören die Kontomarge, die freie Kontomarge, die anfängliche Kontomarge, die Höhe der Kontomarge, die Aufrechterhaltung der Kontomarge, der Stop-Out-Call der Kontomarge, der endgültige Stop-Out der Kontomarge, der Modus der Kontomarge, der Stop-Out-Modus der Kontomarge und der Gewinn des Kontos. Nachdem wir den Code programmiert haben, drücken wir F7, um ihn zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell geht oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code bewirkt, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn die Kompilierung funktioniert, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück im MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Jetzt sollte der Expert Advisor auf dem Chart zu sehen sein und die Kontoinformationen anzeigen. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. In diesem Video haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der mit ein paar Zeilen MQL-Code verschiedene Kontomargen- und Gewinninformationen abruft und anzeigt. Vielen Dank fürs Anschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Okay, ich hoffe, jetzt ist der Margin Monitor auf Ihrem Chart zu sehen. Sie sollten alle Werte zum Thema Margin jetzt hier aktualisiert angezeigt bekommen. Falls das zu schnell für Sie war oder Sie keine Ahnung haben, was der Code so bewirkt, dann ist vielleicht der Premium-Kurs interessant für Sie. Den finden Sie auf unserer Webseite. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.